Nur Platz war ja da. Wenn jeder auf seiner Spur bleibt, dann kriegen wir das auch hin. Und damit grüß euch und Servus, fangen wir an. Da vorn fängt eigentlich der benutzungspflichtige Radl- und Fußweg an, aber nachdem ich nicht einmal in Ruhe meine Hand ausstrecken kann und mich überhaupt geschweige denn einordnen kann, muss ich erst einmal da bleiben. Tut mir leid, anders geht's nicht. Den Satz, man kommt doch durch, sagt man glaube ich auch bloß so lang, bis er mal brennt und Feuerwehr dann doch nicht durchkommt. Gut, dass man so ein großes Auto hat, da fällt's nicht so auf, wenn man mit 30 auf dem Gehweg fährt. Dafür hat man es. Für was anderes braucht Die Straße, die wollte ich euch mal zeigen. Also hier ist abknickende Vorfahrt nach links, geradeaus ist Verbot der Einfahrt, andersrum Einbahnstraße, links ist Verbot der Einfahrt, Anlieger frei und jetzt geht der Radlweg auf der linken Seite von der Einbahnstraße weiter. Dann fahrt man auf rechts vor links zu, wo wahrscheinlich keiner meint, dass von der linken Seite auch noch jemand kommt. Und direkt nach der Kreuzung hört der Radlweg auf der Gegenspur auf und man muss dann zeitgleich nach vorne und nach hinten schauen und hoffen, dass keiner kommt, dass man sie dann wieder normal einordnen kann. eine Schlange. Bisschen lang. Ich wusste gar nicht, dass wir hier Schlangen haben. Ein bisschen ratschen, gut und gern, aber vielleicht nicht auf der Straße. Du möchtest jetzt auf der Straße stehen bleiben. Ich sehe es schon kommen. Danke an Beifahrer, der auch geschaut hat, ob was kommt. Also manche Leute sind sogar mit der Bedienung von einem Radl überfordert. Die ist abkupft, anstatt zum Bremsen und hätte sie beinahe selber überfahren. Es wird eng, mein Freund. Und bei dem rechts vor links da wahrscheinlich nicht einmal ansatzweise geschaut. 50 Meter weiter vorn und der war mir reingelaufen. Bloß nicht nach hinten schauen. Na, ob das nur so grär war, man weiß es nicht. Wenn's doch bloß am Parkplatz geben darf. An der Hauptstraße, wo sowieso schon so viel los ist, fahrt man dann auch noch über Rot. Und dann auch noch, wenn Kinder in der Nähe sind, die das womöglich dann nur nachahmen. Sag mal Leute, was denkt ihr euch eigentlich dabei? Was? Ach, komm mal. Ach, come on. Die Hecken sind gestutzt, der Gehweg hat keine Schlaglöcher, warum läuft man dann trotzdem auf der Straße? In Luft auflösen kann ich mich nicht, ein bisschen Platz brauche ich schon. Da bremst er mich schon bis auf 0 aber und dann ist er sich trotzdem zu fein in die Lücke zu fahren. Ach, come on. Ist das lächerlich. Aber gut, was willst du machen? Macht's es gut, pfiat euch.